Es ist halt einfach auch eine gute Community da mit Mega. Café, Söder, Zuriga, Tiny Factory, das Bierwerk. Da wäre der Eingang dann. Ja, genau. Coffee Time. Ja, so eins nehme ich. Ich nehme einfach das und der Kaffee. Was ja noch faszinierend ist, man kommt ja noch mit rein, man fühlt sich wohl, man bewegt sich irgendwie intuitiv. Und meistens sind ja das dann, ist das nicht das Resultat von vielen Überlegungen, die zusammenkommen, die das Gefühl geben, das Raumgefühl. Und ich fände es schön, dort ein bisschen mehr zu erfahren. Ja. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr eine Tendenz habt, euch sehr viele Gedanken machen über das. Ja. Ja. Bei mir ist es mega weit weg. Doch, jetzt ist gut. Ist gut? Ja. In der Mitte. Also ich habe zwar Design studiert und dort haben wir auch handwerklich gearbeitet teilweise. Aber ja, viel lernst du dann halt, wenn du es machst. Du schreibst unterhalb vom Logo Plants instead of Plastics. Genau. Das heißt eigentlich nicht, dass ihr Bags macht. Ja, genau. Also ich glaube, schlussendlich sind Produkte ein Resultat von unserer Denkweise und vom Prozess. Und dass wir mit Pflanzen statt Plastik arbeiten, ist eigentlich Mittel zum Zweck, kann man sagen. Aber die Question ist der Kern, oder? Dass wir hinterfragen, wie die Sachen normalerweise gemacht werden und bessere Lösungen finden schlussendlich. Und die Lösungen sind das Produkt. Also ja, jetzt in den letzten paar Wochen haben wir uns viel mit dem Konzept des Store beschäftigt. Also eben zum Beispiel Beschriftung aussen, wie, wo, was. Und aber auch innen dran. Also wie stellen wir die verschiedenen Produkte aus, wie wir sie beschriften, wie erzählen wir unsere Geschichte, unsere Marke. Kommst du da rein? Da ist uns wichtig, dass wir nicht zu nah am Kunden sind, dass man gerade so ein bisschen Raum hat, wenn man reinkommt, aber gleich so ein bisschen guten Überblick. Man ist aber auch nicht ganz direkt am Kunden gegenüber, wenn er reinkommt. Und das ist angenehm für beide. Und was noch eine wichtige Überlegung war, ist, wie können wir allenfalls aus dem Gang da auch noch etwas machen. Und das haben wir jetzt eigentlich mit dem Spiegel erreicht. Oh, das ist einfach schwer. Geht's? Ja. Also wenn ich da reinkomme, dann als Kunde, dann sehe ich, dass da hinten etwas passiert. Man sieht dann im Spiegel eigentlich schon Produkt. Und es ist jetzt, obwohl es relativ ein schmaler Eingang ist es dann durch das, dass wir den Spiegel da haben, ist es dann nicht komplett beengend, oder? Sondern man hat ein gutes Raumgefühl da. Das wird dann auch der Spiegel sein, wo man sich anschauen kann mit der Tasche, also wo man die Tasche anprobieren kann. Und das ist ebenfalls eigentlich eine gute Situation, weil es so ein bisschen versteckt ist. Es sieht einem nicht jeder, wenn man es macht. Und das ist auch meistens angenehm als Kunde, wenn man so ein bisschen Privatsphäre hat in dem Moment, oder, wo man sich zum ersten Mal mit dieser Tasche sieht. Ich meine, das gibt es eigentlich nicht mehr in Zürich, dass du also den Ursprung spürst, oder, von dem Gebäude. Meistens wird es einfach tot renoviert. Oder? Und da haben wir eine Fläche für Produkte und vorne drauf auf dem Lochblech. Und die Idee ist, dass wir auch hier transparent sind. Ja. Also du siehst in die Lagerregale rein. Wir werden es so. Und dann aber einfach sauber. Es zwingt uns auch ein bisschen, um eine gute Ordnung zu halten. Ja. Weißt? Dann überlegt habe ich, ob man vielleicht mit einem Kreidestift einfach noch. Weißt, könnte man auch so ein bisschen spontanere Sachen machen. Also so irgendetwas würde ich gerne machen.
Lochblechsystem, also wir haben dann eigentlich nachdem wir es in Zürich dort eben als Raumtrenner eingesetzt haben, haben wir es dann eigentlich immer an der Wand gehabt. Das war uns eigentlich wichtig, dass wir die Wände modular nutzen können. Und für das haben wir die Höcke. Und je nach Modell und Grösse können wir die Höhe richtig einstellen. Wir haben auch Tablar dazu entwickelt, die man einhängen kann. Also man kann da recht unterschiedliche Präsentationen machen mit dem Prinzip. Und es hat ein bisschen mehr, es ist mehr als einfach eine Wand, oder? Es hat so ein bisschen eine Tiefe und ja, das ist ja interessant zum Anschauen. Mit Produkt. Genau. Bist jetzt du gerade beim Fenster dran? Ja. Super, perfekt. Gut. Die Tasche ist etwas, das grundsätzlich ein Bedürfnis erfüllt, und zwar vom Tragen von Sachen im Alltag. Und das ist mit dem Grund, warum wir das spannend gefunden haben, weil es ist fast wie ein Stuhl, oder? Also eine Tasche, jeder hat eine Tasche, jeder hat einen Stuhl. Wir wollen die Leute ansprechen, die das Produkt an sich mit einer Haltung verbunden ist. Oder? Also wo wirklich genauso wichtig ist, was steckt dahinter und wie ist es gemacht und was hat es für einen Impact auf die Welt. Ich meine, das macht uns mit aus, dass wir viel in Materialentwicklung investieren, dass wir dort Material entwickelt haben, das komplett kompostierbar ist, das wollen wir zeigen. Das ist mit das Verkaufsargument, das ist mit dem Grund, warum unsere Produkte ihren Preis haben. Das muss man sehen, wenn man reinkommt. Ja. Und das andere ist die Ebene vom Handwerk. Das vermitteln wir eigentlich über Werkzeuge, die wir dort haben. Also wir bieten Reparaturen an im Store. Pflanzen spielen eine wichtige Rolle. Die werden wir dann am Schluss da platzieren, aber so, dass sie wirklich auch Raum einnehmen, dass man sie auch spürt in dem Sinn und dass man merkt, dass das, was wir machen, eigentlich mit Pflanzen zu tun hat. Also sie haben eine sehr grosse Präsenz bei uns im Raum. Und weißt, wenn wir sie da haben, ist der Vorteil auch, dass dann die Kasse ist ja jetzt, die Presse kommt eigentlich dann da vorne. Vielleicht schirmt es dann so ein bisschen den Bereich ein bisschen zu fest ab, weißt, dass es so ein bisschen rezeptionmässig wirkt. Ich meine, das können wir alles ausprobieren. Coating, was wir montieren, wäre das. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt, oder? Aline, wollen wir bohren? Ja. Dünne Gipswände. Schon überall viel mehr dahinter, als man sieht. Für mich persönlich ist das wichtig, dass ich irgendwie mit meinen Fähigkeiten etwas beitrage zu einer besseren Welt. Und ich glaube, es geht allen so, die bei uns im Team sind, oder? Dass wir etwas bewegen wollen.